Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem Herzenstore öffnen Podcast mit euch, mir und dir, liebe Biene. Hallo, lieber Benny. Das ist nun der zweite Podcast mit den Fragen kreuz und quer durch unsere Podcasts, die entstanden sind, ja? Finde ich auch wichtig, weil ich habe neulich mal gelesen, dass eine gesagt hat, die hat geschrieben, okay, man kriegt zwar ein Herz, aber keine Antwort. Genau. Das Herz kam dann von mir. Und ich meine, wir können einfach nicht auf jede Frage antworten, aber deswegen finde ich solche Podcasts auch wichtig. Man schreibt gern weiter, das ist wirklich sehr wertvoll für uns, das auch zu lesen. Ja, dann natürlich. Halt, ne? Also das ist ja der Grund eigentlich, warum ich jetzt die Podcasts auch mache. Ja. Und möchte natürlich auch, dass die Leute verstehen und besser verstehen und tiefer verstehen, wenn sie mir vertrauen überhaupt. Und deswegen sind solche Podcasts mit Fragen beantworten schon wichtig. Ja, und du liest die Fragen ja auch immer sofort, wenn es immer geschrieben werden. Ja. Und ich antworte auch bei manchen tatsächlich schon sofort, gerade wenn es besonders dringlich ist oder ich ganz besonders viel Zeit habe, dann mache ich das. Aber generell alle Fragen, die zu dem Thema passen, schreibe ich auf und beantworten wir, wie jetzt zum Beispiel. Genau. Ne? Okay. Muss man sich halt ein bisschen gedulden, genau, aber das haben bis die Frage beantwortet wird. Okay, dann zu den Kristallen. Wie genau kann man die Kristalle nutzen? Also die Kristalle sind so vielfältig zu nutzen. Eigentlich alles, um es mal wirklich ganz banal einfach auszudrücken. Alles, was dir in den Sinn kommt, ist ein bisschen verbunden mit Vision. Und Vision ist immer auch geleitet von der energetischen Intelligenz des Universums. Kannst du mit den Kristallen machen, was dir in den Sinn kommt. Also du kannst damit Menschen behandeln, Tiere behandeln, du kannst die in die Natur einbetten, du kannst Kristalle in Gewässer geben, du kannst Kristalle den Naturgeistern geben, du kannst mit dir selbst, dich selbst behandeln mit Kristalle, du kannst Kristalle, also was ich zum Beispiel immer mache, in der Wohnung, also im Fußboden, bette ich immer Kristalle ein. Das mache ich jetzt zum Beispiel sehr gerne, damit die schön zirkulieren und die Energie sich einfach im Haus verbreitet. Also zur Raumreinigung zum Beispiel. Ja. Oder Raumenergetisierung. Ja, aber auch das, was ich einfach von den Kristallen erwarte, die allumfassende Liebe zum Beispiel oder Frieden oder Lebenslust, wie auch immer, also was mir halt gerade so in den Sinn kommt, das mache ich relativ oft. Ich nutze sie eigentlich auch jeden Tag zu Beginn des Tages mit der Tagesenergie. Du kannst sie in deine Gebete mit einbetten, du kannst deine Kleidung damit reinigen und auch in Kleidung einbetten. Also was viele ja auch nicht wissen, ja, was Cryo mal gesagt hat, das fand ich ganz, ganz interessant. Das hat zwar jetzt nichts mit Kristalle zu tun, aber ich erzähle es jetzt trotzdem. Das war mal in einem Channeling. Da wurde auch irgendwas gefragt, das ist schon ganz, ganz lange her, mit Energien, ob das und das schädlich ist oder was man da beachten soll. Und da hat Cryon, also ich kann es jetzt nicht mehr wörtlich wiederholen, er hat gesagt, dass oftmals in Kleidung sehr viel Energie hängt, die wir nicht gerne aufnehmen wollen. Das war so etwas, wo ich mir gedacht habe, okay, dann wurde das ein Thema, ja. Ja, dann wurde das ein Thema. Also du kannst Kristalle für deine Blumen, fürs Blumenwasser, für deine Getränke. Also bei uns steht eigentlich immer, also jetzt gerade zwar nicht im Moment, aber normalerweise immer Kristalle, wo wir Getränke draufstellen und so. Du hast ja früher immer bei den Kristallen Zahlen dazu gelegt. Jetzt kommt die Frage, könntet ihr etwas über die Zahlenschwingung der Kristalle eingehen? Also eigentlich nicht mehr, das ist nicht mehr so zeitgemäß. Das war früher mal. Das hat was damit zu tun gehabt, wie die Gitternetze, wie die Erdschwingung ist, wie weit ein Kristall sich ausdehnen kann und sollte. Und heute ist es eigentlich etwas anderes. Also ein Kristall dehnt sich heute ganz anders aus als wie noch vor 15 Jahren. Ja, oder 20 Jahren, ja. Zu den Kristallen habe ich ein paar Zweifel. Wenn wir sie zu uns selbst oder zu einem anderen Lebewesen senden, ihre Form aber schwer zu visualisieren oder zu beschreiben ist, funktionieren sie trotzdem weiter, auch wenn wir
kleine Fehler machen. Und genauso, wenn wir sie zeichnen, funktionieren sie auch dann, wenn sie nicht exakt kopiert sind. Ich meine, ein Foto ist nicht dasselbe wie eine Zeichnung und es gibt Kristalle mit sehr schwierigen Formen. Also ich kann nur sagen, wie Kristalle entstehen. Wenn sie entstehen, muss jeder Strich genau so sein, wie er sein soll. Da darf überhaupt nichts irgendwie verändert werden oder wie auch immer. Ich glaube einfach, dass viele Menschen vieles zu sehr hinterfragen und zu streng sind. Ich selber weiß auch viele Kristalle nicht in ihrer Zeichnung. Das kann ich mir ja nicht merken. Also gerade so Kristalle wie Elachai, wo so viele Zeichnungen, also Striche vorhanden sind, wie soll man das auch wirklich tatsächlich können? Ich weiß, dass die Verbindung mit der Energie und dem Kristall das Wichtigste ist. Und wenn ich mich da richtig gut mit verbinde, dann weiß der Kristall genau, was er tut. Und ich weiß jetzt nicht, weil ich kein Kristall, also ich zeichne den ein einziges Mal und dann wird der verbreitet. Ich würde den auch kein zweites Mal zeichnen, deswegen kann ich auf die zweite Frage eigentlich keine Antwort geben. Gut. Ich würde gerne genauer erfahren, wie der Unterschied zwischen dem Senden von Kristallen und einer Heilbehandlung mit Kristallen ist. Also im Tun für jemanden, der heilen möchte. Ist das auch der Schwerpunkt in den Berufen der Heiler, der Taras, der neuen Zeit? Also Kristalle sind sehr viel stärker und intensiver geworden. Das bindet sich auch ein in den Berufen. Also ganz egal, wann der Beruf entstanden ist, zu welcher Zeit. Das ist genauso wie mit den Schritten. Da hat man erst beim Schrittabend auch die Frage, wie ist es bei älteren Pionierschritten? Die Energie, die dehnt sich von alleine aus. Also jetzt wird immer angepasst. Und da die Kristalle derzeit sehr viel intensiver sind, als sie jemals zuvor waren, haben sie auch eine ganz tiefe Bedeutung für alle Berufe und für jede Heilbehandlung. Und der Unterschied von einem Senden und eine direkte Heilbehandlung ist der Unterschied, dass das Senden nicht so intensiv ist wie eine direkte Behandlung. Also es ist etwas schwächer. Liebe Sabine, Warum ziehst du jetzt die Augenbrauen hoch? Ja, das ist halt, weißt, wenn du jemand da hast und da geht es ja nicht nur um die Kristalle, da geht es ja um das Ganze. Wenn du jemanden da hast, den behandelst, mit dem sprichst, mit dem etwas aufbaust, was zu einer Heilbehandlung gehört und dann mit Kristalle direkt, wenn du sie zum Beispiel in deine Hände zeichnest und die Hände an bestimmten Stellen auflegst, wo du weißt, dass dein Klient dort Schmerzen hat zum Beispiel oder wie auch immer, ist es noch etwas intensiver, als wenn du jetzt in Gedanken an jemand Kristalle schickst. Aber würdest du sagen, das ist ausschließlich so? Deswegen habe ich mit der Augenbraue gezogen, weil meine Erfahrung ein bisschen was anderes ist, dass sowohl das eine als auch das andere zum Vorteil sein kann in der Intensität. Ja, das ist ja wieder was anderes. Also was zum Vorteil ist. Also manchmal ist das Senden von Kristalle deshalb vom Vorteil, weil vielleicht der Klient viel offener ist, als wie wenn er direkt bei dir ist. Genau, das könnte auch dadurch mehr passieren, genau, theoretisch. Ja, ne? ja natürlich. Okay. Ja. Aber wenn man direkt fragt, was der Unterschied ist, dann muss ich schon sagen, eine Heilbehandlung mit Kristallen, wenn der Klient da ist etwas intensiver als wie aus der Ferne. Gut. Liebe Sabine, ich habe aus den 48 Schritten die Kristalle alle in einem Ordner gesammelt. Kann ich die immer wieder anwenden, wenn ich sie brauche? Oder werden sie wieder energetisiert? Da ich sie schon lange habe. Deine werte Antwort wäre mir sehr wichtig. Die sind immer energetisiert. Die Energie geht niemals weg und die Energie wird halt intensiver, wenn du dich mit einem Kristall beschäftigst. Das ist, also, wenn ich jetzt zum Beispiel den Kristall Ananascha, das ist ein Kristall, den ich persönlich auch sehr oft nutze.
wenn ich mich mit dem verbinde, ist die Energie natürlich sehr viel mehr präsenter, als wie wenn ich jetzt zum Beispiel Kristall, fällt mir gerade keiner ein, den ich Runa. nicht so oft benutze, Tanatara zum Beispiel, dann braucht es etwas länger, bis ich dasselbe spüre wie bei Ananascha. Aber das ist das ist eigentlich ganz normal. Genau. Dann kommt das nächste Überthema, die Fülle. Biene? Also zu unserem Fülle-Video-Podcast, das wir gemacht haben. Und die erste Frage ist, meine Frage zur finanziellen Fülle, steht mir das Thema Armutsgelübde dabei im Weg? Mehr zu generieren oder ist es wirklich nur in meiner mentalen Ebene verankert, dass das Geld nur fürs Überleben reicht? Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Ich habe es ein bisschen mit einer falschen Betonung vorgelesen. Also sie fragt, ob das Armutsgelübde im Vordergrund steht oder tatsächlich nur mentale Strukturen. Ja, also die Armutsgelöbnisse, die sind schon sehr intensiv. Also alles, was so in Avalon geprägt wurde an Gelöbnissen, ziehen wir bis heute mit. Und deswegen ist es auch so wichtig, diese Gelöbnisse aufzulösen. Also wenn ich mir Lichtkörper anschaue und ja, besonders muss ich jetzt mal sagen, bei den persönlichen Essenzen, weil es da noch in privatere Bereiche geht bei einer persönlichen Essenz, sehe ich schon sehr oft das Armutsgelöbnis oder auch das Schweigegelöbnis. Aber natürlich macht auch die mentale Ebene was aus. Ja, und oft hängen die auch zusammen, ne? Ja. Die zwei Geschichten. Ja. Die eine baut auf der anderen auf. Genau. Freue mich auf die weitere Fülle. Kann es sein, dass für dieses Leben nicht so große Fülle vorgesehen sein könnte? Ich glaube nicht. Das ist wieder ein etwas Mentales oder was man halt so auch ganz oft hört. Ich glaube nicht, weil alles, was du dir erbittest und dir erlaubst zu nehmen, wird auch zu dir kommen. Also das weiß ich einfach. Okay. Also es gibt keine Begrenzungen, außer die du selber in deinem Verstand oder auf deiner mentalen Ebene dir setzt. Und oftmals sind es einfach Grenzen, die man so in sich trägt, dass man gar nicht mehr merkt, dass es eine Begrenzung ist. Dass man es als etwas Selbstverständliches ansieht. Man glaubt, sie geht auch ein bisschen auf diese Gedanken von Lebensplan ein, etwas, was man sich vorgenommen hat, um etwas zu lernen als Seele, um zu wachsen. Könnte es da nicht so etwas geben, dass man sagt, okay, ich suche mir jetzt, ich hatte in dieser Inkarnation und letzten Inkarnation die und die Erlebnisse, ich brauche jetzt ein anderes Erlebnis, damit ich das und das lernen kann und man setzt sich solche Strukturen ein, die dann wirken, wie zum Beispiel dieses Mal nicht so viel Fülle. Ja, aber Benni, da müsste man dann wieder auch weiter zurückgehen und mal aufklären oder darüber sprechen, was ist eigentlich Bestimmung? Wie weit geht Bestimmung? Wie weit beeinflusst Schicksal unser Leben? Und ich finde, als menschliches Bild, es sind wieder nur Wörter und eine Metapher, ein Bild, du siehst eine Straße, der Anfang und sagen wir mal das Ende, das Ziel, und auf dieser Straße bewegst du dich. Könnte man sagen, das ist Schicksal. Aber es gibt ganz viele Abzweigungen, die du nehmen kannst, Abkürzungen oder Umwege oder die dich letztendlich zwar immer wieder auf diese Straße zurückführen, aber du hast die Möglichkeit, einfach abzubiegen. Und da ist wirklich die große Frage, wie weit ist dieses Schicksalshafte, was wir ja tatsächlich auch alle haben, so bestimmend, dass ich selbst keinen Einfluss mehr drauf nehmen kann. Das wäre schlimm. Und so stimmt es auch nicht. Stimmt das denn könnte sowas denn zu einem gewissen Maße stimmen? Ja. Das geht schon? Ja. Okay. Ja. Nur, dass wir Ihre Frage gut beantworten. Ja, ne? aber ich möchte halt auch nicht, weil... Du möchtest die Leute ja nicht begrenzen, ist ja klar, ne? Nee, und ich möchte auch nicht, das hört man ja auch immer wieder bei so anderen, was ich jetzt auch nicht sagen will, dass das nicht stimmt oder so, aber ich persönlich fände das halt nicht richtig zu sagen, mein Schicksal ist bestimmt, ich kann es nicht selbstbestimmt oder ich kann nicht selbstbestimmt mein Leben leben. Das ist klar. Also die Verantwortung übernehmen, Genau. darauf möchtest du hinaus, ja. Gut.
Inwieweit spielen alte Schwüre eine Rolle und wie kann man sich von ihnen und auch von Glaubenssätzen befreien? Also diese Schwüre sind ja die Gelöbnisse und Gelöbnisse sind je nachdem, wie viel Zyklen du durchlaufen hast in Avalon, sehr fest und sehr intensiv und auch schwierig aufzulösen. Also ich kann es ja von uns sagen, du weißt es ja auch, wie oft gehen wir zurück und versuchen ein Gelöbnis aufzulösen. Und ich schaue mir das immer, wenn so ein Schritt war, im Lichtkörper an. Bei vielen, nicht bei alle, aber bei vielen. Und man kann schon sehen, dass sich was tut, dass das aufweicht, dass es in Transformation geht, dass es nicht mehr so fest ist, dass es anders zirkuliert. Aber ich muss schon sagen, diese Gelöbnisse, die sind schon sehr, sehr stark Genau, und da hast sehr du intensiv. hast du damals ja auch gesagt, dass das Problem eigentlich das ist, dass es eigentlich schon so gut wie aufgelöst ist, aber wir unsere mentalen Strukturen in diesen Bahnen bereits kennen Genau. und das wieder neu nähren und festigen. Genau, das kommt noch dazu. Das wäre jetzt das nächste gewesen, was ich gesagt hätte. Tut mir leid, Biene. Ich bin ja froh, wenn du mir hilfst bei dem Beantworten. Okay. Ihr könntet noch erklären, warum finanzielle Fülle und ein erfülltes Liebesleben in Zusammenhang stehen. Ja, weil Fülle im Prinzip energetisch immer dasselbe ist. Also bei Fülle geht es immer ums Annehmen, ums Öffnen, Annehmen und ums Nähern eigentlich. Ja, Und letztendlich ist ja Fülle nicht auf finanzielle Dinge begrenzt. genau, aber ich glaube, sie hat auch ein bisschen was missverstanden. Finanzielle Fülle und Liebesleben hat als erstmal nicht unbedingt einen Zusammenhang, aber Fülle und Fülle im Liebesleben hat sehr wohl einen Zusammenhang. Dann natürlich. Fülle im Leben, Fülle im Frieden, Fülle in der Leichtigkeit, Fülle in der menschlichen Liebe, Fülle in der spirituellen Liebe, Fülle im Vertrauen. Genau, aber es muss wieder eben nicht sein, weil es gibt ja Menschen, die sehr in der Fülle leben finanziell, aber ihr Liebesleben läuft halt nicht so gut, ne? Das gibt es ja auch. Also, ja, aber das sind dann eher Charaktereigenschaften oder Persönlichkeitsstrukturen, die Menschen dahin bringen, wo sie dann stehen in ihrem Leben, dass ihnen Geld wichtiger ist als ein erfülltes Liebesleben. Dafür ist die Fülle nicht zuständig. Die Fülle geht dorthin, wo sie erwünscht ist. Ja. Ich wollte es noch klären für die Dame hier. Ja, Anna Nascher, für den tollen Podcast. Kann ich mir die Fülle an Gesundheit bei zum Beispiel Knie auch so manifestieren oder fällt das in die Heilung? Da muss man vorsichtig sein, ja. Das ist eine sehr gute Frage. Aber Fülle ist ja eine Zufuhr von Energie, die schon da ist. Ja, also Fülle als Grundenergie trägt ja jeder Mensch in sich. Sonst könntest du nicht existieren. Wie gesagt, lass mal das Finanzielle beiseite. Eine gewisse Fülle an Liebe, eine gewisse Fülle an Vertrauen ist ja da. Und wenn du eine Energie anrufst und dir wünscht, wird praktisch genährt, dehnt sich das aus. Deswegen haben wir auch bei der finanziellen Fülle gesagt, lege den Kristall nicht auf einen Kontoauszug, wo ein Minus drin steht. Und zieh Fülle nicht an, wenn du Schmerzen im Knie hast. Genau. Das wäre nicht so gut. Dann musst du wirklich ausdrücklich Fülle der Heilung anrufen. Aber was dann noch besser ist, also ich finde, da passt Fülle nicht. Also da wären die Gnadenengel sehr gut. Donnerdas, der Kristall Donnerdas ist sehr gut, ist ein Beschleuniger. Es gibt eben diese Beschleunigungsenergien und Donnerdas gehört zu den Beschleunigern. Und wenn du jetzt zum Beispiel Heilung anrufst und Donnerdas dazu nimmst, dann ist es eine beschleunigte Heilung, was bedeutet, dass diese Blütenkelche, in denen was die Energie einfließt, wenn du darum bittest, dass sich durch Donnerdas schneller entleert und schneller dorthin gebracht wird, wo es gebraucht wird, wenn deine Seele bereit ist. Das ist sowieso immer gleich. Aber trotzdem kann man sehen, dass zum Beispiel bei Donnerdas, wenn ich es mir im Lichtkörper anschaue, diese Energien schon sehr beschleunigen. Also das heißt, sie treiben an. Mhm. Und
ein Antreiben von Energie macht im Lichtkörper etwas, verändert die Zirkulation und. Mhm. Also wäre jetzt, wenn ich Schmerzen hätte, würde ich Heilung mit Donatas anrufen. Genau, also Osam und Donatas. Ja, Osam und Donatas. Schön. Ja, Biene, danke für den schönen Podcast. Gerne, Benny. Ich hoffe, dass ich die Fragen gut beantworten konnte. Es ist auch nicht immer einfach, gell? Ich möchte halt, dass die Menschen verstehen. Ja, das liegt dann nicht mehr in deiner Verantwortung. Ja, danke schön. Ne? Bis zum nächsten Mal. Gerne.